Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite und von unserer Seite. Ich freue mich auf ein tolles Panel mit dem Thema Schöne neue Arbeitswelt, TOM im Spagat zwischen Digitalisierung, New Work und Arbeitermangel. Und ich freue mich, dass Sie alle heute hier sind. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch auf meine Gäste heute. Und das sind René Haßfeld und Daria Esasi. Und ich würde euch einfach einmal ganz kurz vorstellen, damit unsere Zuschauer, Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. René Haßfeld ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei TOM und er bringt jahrelange Erfahrung im Einzelhandel mit. So hat er seine Karriere bei Lidl begonnen, wo er unter anderem verantwortlich war für die Region Sachsen, war anschließend dann Regionalgeschäftsführer Ost bei Obi und ist jetzt schließlich seit 2012 für TOM im Einsatz und dort als CEO verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Business Development, Cross-Channel und IT. Herzlich willkommen, René. Danke. Dann haben wir dabei Daria Esasi und Daria Esasi ist die Leiterin der Unternehmenskommunikation bei TOM. Sie bringt jahrelange Erfahrung im PR- und Kommunikationsbereich mit, hat unter anderem diverse Pressesprecherrollen inne gehabt, wie zum Beispiel bei der LTU-Fluggesellschaft und ist nun seit 2011 Leiterin der Unternehmenskommunikation bei TOM, wo sie zum einen die nationale und lokale Kommunikation verantwortet, aber auch das Stakeholder-Management im Nachhaltigkeitsbereich. Und ein weiterer großer Teil deiner Aufgabe, Daria, ist die interne Kommunikation, die du ja für eure rund 18.000 Mitarbeitenden verantwortest. Zu guter Letzt stelle ich mich dann selbst auch noch kurz vor. Mein Name ist Ann-Kathrin Stärke, ich bin verantwortlich für Marketing bei Flip und wir sind die App für die operative Belegschaft. Und was wir tun, ist, wir verknüpfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Fläche mit dem Unternehmen, mit dem Arbeitgeber und schaffen so eine Brücke in die Digitalisierung auch für die operative Belegschaft. Und für Arbeitgeber heißt es, sie können ihre Mitarbeitenden mit nur einem Klick erreichen. Und für die Arbeitnehmer bedeutet es im Umkehrschluss, es gibt einen Rückkanal auch zum Arbeitgeber. Es gibt eine Möglichkeit, auch in einen direkten Austausch zu treten mit dem Arbeitgeber. Und damit würde ich sagen, wir starten einfach direkt ins Thema. Sehr gerne. Genau. Und unser Thema ist ja, wie gesagt, die Arbeitswelt, die sich im Wandel befindet. Und ich glaube, egal auf welchem Panel man heute sitzt, auf welche Veranstaltung man geht, es geht immer um die Schlagworte New Work, Remote Work, Arbeit 4.0, aber auch flexibles Arbeiten. Und das sind ja alles Veränderungen, die gerade durch Digitalisierung noch bestärkt werden und zum Teil dadurch auch erst entstehen. Und Digitalisierung, das ist was, das treibt uns alle an, wie wir heute hier sind. Das treibt Sie an, das treibt uns an. Das ist ein Thema, was uns alle umtreibt. Beschleuniger, klar, von den ganzen Trends, über die ich kurz angerissen hatte, war es sicherlich auch die Corona-Pandemie, die dann letztendlich als Outcome hatte, dass wir, die wir einen PC-Arbeitsplatz haben, heute flexibel überall und jederzeit im Prinzip arbeiten können. Also wir können heute am Strand arbeiten, in den Bergen oder eben auch zu Hause auf der Couch. Dann gibt es aber noch eine andere Belegschaftsgruppe, denen das einfach nicht möglich ist. Und das sind die operativen Mitarbeiter, die Mitarbeiter ohne einen festen Arbeitsplatz und die Mitarbeiter auf der Fläche. Und die Frage ist ja, wie kann man diese Mitarbeiter in die neue Arbeitswelt mit einbinden, mit integrieren? Und ich meine, da gibt es fast niemanden, mit dem man besser über so ein Thema sprechen kann, als René und Daria, bei denen von den 18.000 Mitarbeitenden knapp 17.000 ja auf der Fläche unterwegs sind und nur 1.000 in der Verwaltung arbeiten. Und ich glaube, ein weiteres Phänomen, auf das ich jetzt noch kurz eingehen würde, bevor wir dann auch in die Diskussion starten, ist sicherlich auch das Thema Mitarbeiterbindung und die Wichtigkeit auch von der Mitarbeiterbindung auf der Fläche. Denn was wir heute sehen, ist das Phänomen Arbeiterlosigkeit versus Arbeitslosigkeit, wie das vielleicht mal vor ein paar Jahren hatte. Ich glaube, eine Herausforderung, vor die der Arbeitsmarkt sich heute gestellt sieht, ist, dass mit dem Fortschritt seit der industriellen Revolution, das wissen wir alle, ist die Lebenserwartung gestiegen, die Geburtenrate ging zurück und das führt natürlich aber auch dazu, dass die Erwerbsbevölkerung alleine in Deutschland um ein Drittel in den nächsten Jahren zurückgehen wird. Und man spricht davon, dass man bis 2030 zwischen 3 und 5 Millionen Fachkräfte fehlen werden in der Erwerbsbevölkerung. Ganz stark von diesem Trend betroffen ist die operative. Und das erleben wir heute schon an Flughäfen, in der Pflege, in der Gastronomie und sicherlich auch im Handel.
Dazu kommt dann noch als verstärkender Effekt, dass die Mitarbeiter sich nicht mehr so gebunden fühlen ans Unternehmen. Das heißt, man kann ja heute flexibel auch sich den Arbeitgeber fast schon auswählen. Und so kommt es, dass nur noch rund 17% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, sie fühlen sich emotional an ihren Arbeitgeber gebunden. Das heißt, wir haben diese ganzen Trends, die da zusammenkommen und letztendlich führt das dazu, dass der Faktor Mensch an sich knapp wird und dass man sich neue Dinge überlegen muss, wie kann man dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Unternehmen besser integrieren und an sich binden. Und da braucht es sicherlich neue Ansätze, die allein schon beim Recruiting anfangen und dann aber auch klar, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann da sind, in das Halten der Mitarbeiterinnen gehen. Und genau über das Thema wollen wir heute sprechen. Also welche Herausforderungen, welche Themen gibt es da bei TOM und was ist auch so generell der Trend in der Branche? Und René, ich glaube für euch ganz besonders sind ja die Themen, das sind ja Digitalisierung, New Work und sicherlich auch die Veränderung der Arbeitswelt Themen, die euch umtreiben. Wie nehmt ihr denn da den sich wandelnden Arbeitsmarkt wahr? Oh je, wo fange ich da am besten an? Ja, tatsächlich ist es, ich glaube, einer der Vorredner hatte es vorhin schon gesagt, wir haben gerade viele Krisen. Und diese Krisen setzen auch andere Kräfte in irgendeiner Art und Weise frei. Ja? Und wir merken es schon vor Corona auch, dass wir einen unwahrscheinlich hohen Bedarf haben an Arbeitskräften in unterschiedlichen Bereichen, gerade auf unserer Fläche, in unseren Märkten. Wir haben über 300 Märkte in Deutschland verteilt. Aber natürlich auch in unseren Headquarter, in den IT-nahen Bereichen. Da merken wir das schon, dass wir dort tatsächlich Spezialisten suchen, Experten suchen, die nicht so auf dem freien Markt verfügbar sind. Natürlich sind wir gerade in Köln mit unserem Mutterkonzern, mit der Rewe natürlich im Wettbewerb auch um gute Mitarbeiter. Da ist es nicht einfach, dort richtige Wege zu finden, gute Wege zu finden. Und ich glaube, es gibt nicht den einen Weg dazu. Ne? Es gibt auch nicht den einen Weg, den man einschlagen kann und der dann erfolgreich ist. Meiner Meinung nach muss man verschiedene Wege ausprobieren. Im Recruiting gibt es ja unwahrscheinlich viele Wege. Recruiter wissen, was ich meine. Wo man Mitarbeiter ansprechen kann oder zukünftige Mitarbeiter ansprechen kann, Experten suchen kann. Solche Veranstaltungen bieten sich auch an. Ja, es gibt da verschiedene Wege, die man suchen kann. Ich glaube, es funktioniert aber noch, und du hast es vorhin angesprochen, wenn wir die Mitarbeiter binden wollen, halten wollen, musst du schon was Persönliches machen und was Besonderes machen. TOM ist dort jetzt muss ich überlegen, 2014 haben wir den Weg eingeschlagen, unsere Markenhaltung neu aufzubauen mit Respekt, wer es selber macht. Das ist auch nicht nur unsere Markenhaltung, die nach außen in Richtung Kunden funktionieren soll, das ist auch unsere Grundhaltung, die für unsere Mitarbeiter gelten soll. Ja, und wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, was wir natürlich auch viel für unsere Mitarbeiter tun. Da sind unwahrscheinlich viele Pakete mit dabei, was Mitarbeiter bei uns neben Verdienst natürlich noch bekommen können, auch mit Arztbesuchern und alles Mögliche. Und da gibt es, ich glaube, in den großen Unternehmen ist das fast üblich, wo man die verschiedensten Pakete machen kann. Ein Thema war, wir haben dann ein paar Jahre später, als Geschäftsführung haben natürlich dann unseren Mitarbeitern das Du angeboten und das war der Renner. Das muss man einfach sagen. Das hat eine unwahrscheinliche Breitenwirkung in unsere Organisation hinein gehabt. Die Mitarbeiter fanden das so klasse und das hat, weil sie auch direkt in der Nähe zu uns finden konnten. Jetzt sind wir Geschäftsführer, wir sind nah an unseren Leuten dran. Wir sind nahbare Geschäftsführer, die Türen stehen offen und ich renne auch in unserem Headquarter natürlich auch durch die Büros und schaue mal und rede mit den Leuten. Gerade in den letzten Jahren ein bisschen schwierig, weil es irgendwie leerer im Büro geworden ist. Teilweise ist man da fast ganz alleine unterwegs durch Homeoffice. Aber das macht trotzdem Spaß. Und unsere Mitarbeiter, egal wer es ist, ne, selbst die Azubis, ja, die duzen uns, die haben keine Scheu mehr, die sind komplett offen. Es hat ein bisschen gedauert, es ging nicht von heute auf morgen, weil wir es wirklich freiwillig eingeführt haben. Es hat auch eine Weile gedauert. Es gab tatsächlich einige Mitarbeiter, die auch gesagt haben, du bist unser Geschäftsführer, da ist einfach Respekt, da ist eine gewisse Distanz da. Lass das gerne beim Sie und das hat sich nach und nach rausgewachsen. Ich glaube, wenn wir heute reden, haben wir 2, 3 oder einen, ja, sogar bloß noch, ja, der konsequent durchzieht, das Siezen. Der Rest hat es irgendwann abgelegt. Und ich finde es toll, ich finde es cool und vor allen Dingen, wenn ich höre, dass andere Unternehmen das
per Order Mufti durchgedrückt haben und angeordnet haben, hat sich, glaube ich, bei uns ein richtiges Vertrauensverhältnis entwickelt, weil wir es erlaubt haben, in beide Richtungen auch zu denken, ja, und in beide Richtungen auch geduldet haben. Und das haben die Mitarbeiter fanden das wirklich richtig genial und danken uns das auch. Klar, wir haben auch Wechsel. Ja, wir haben auch Mitarbeiter, die unzufrieden sind, die das Unternehmen verlassen oder die eine andere Chance ergreifen können, die sie bei uns gerade nicht bekommen, weil unsere Hierarchien auch mittlerweile flach sind und nicht mehr ganz so hoch sind. Da hat der eine oder andere Vorstellungen. Da arbeiten wir gerade dran. Da versuchen wir den Mitarbeitern trotzdem ein Gefühl zu geben, dass wir wie eine Familie sind, ja, und es auch manchmal andere Sachen gibt. Aber letztendlich sind auch wir nicht machtlos, wenn jemand dort richtig mit den Geldscheinen winkt. Ja. Klar, aber du hast es gerade schon angesprochen, du hast gerade gesagt, ihr seid daran, Hierarchien abzubauen und auch quasi so nahbar zu sein für eure Beschäftigten. Was ist denn aus deiner Sicht entscheidend für den zukünftigen Erfolg auch von euch und für euch als Unternehmen, wenn es jetzt in die Zukunft geht, in die nächsten Jahre? Es sind schon die Mitarbeiter an sich. Die sind schon auch langfristig sind die schon für unseren Erfolg mitverantwortlich. Und in erster Linie müssen wir jetzt erstmal die Masse der Krisen, die uns beherrschen, alle überwinden. Und das funktioniert nur, wenn du loyale Mitarbeiter hast, wenn du gute Mitarbeiter hast, natürlich auch Mitarbeiter mit Ideen, ja, und die Leidenschaft mitbringen und für ihre Aufgabe auch brennen. Dann kann man natürlich auch vieles mit überstehen. Weil das ist klar, das merken wir ja alle, auch alle hier, die hier sitzen. Ja. Es geht uns nicht nur privat so, sondern auch in den Unternehmen so. Wir kämpfen nicht mit einer Krise, die an sich ja schon eine Herausforderung ist. Ne? Wir kämpfen mit einer Zusammenfassung, mit einer Addition von vielen Krisen. Und das kennt keiner von uns. Ja, das hat auch noch keiner durchgemacht von uns. Mhm. Ja, und da funktioniert es nur, wenn alle zusammenhalten. Und da setze ich einfach auf unsere Mitarbeiter. Ja. Das ist extrem schön zu hören und auch, dass du dann sagst, euch sind die Mitarbeiter wichtig. Wie wichtig ist für euch dann so ein Thema wie Mitarbeiterbindung und wie erlebt ihr das auch bei TOM? Ja, man muss da ganz schön differenzieren halt. Ne? Wir können natürlich nicht alles geben. Ja, wir versuchen viel für unsere Mitarbeiter zu machen und eine offene Atmosphäre, eine vertrauensvolle Atmosphäre, wenn wir die schaffen, ja, und die halten können, auch im Umgang miteinander, dann ist das schon mal eine Grundvoraussetzung. Klar muss das Gehaltspackage muss stimmen, die anderen Goodies, die wir dazugeben, sind nett, sind schön, aber wenn die Arbeit keinen Spaß macht, dann ist das auch schwierig. Da versuchen wir den Mitarbeitern Freiheiten zu geben. Ja, da gehört ein großes Maß an Information und Kommunikation mit dazu. Für uns gehört der Mut dazu, Entscheidungen zuzulassen, auch wenn wir sie persönlich anders getroffen hätten. Das ist manchmal, da muss man ganz schön über seinen Schatten manchmal springen, das ist nicht so einfach. Aber ich weiß ja, wie es bei mir war, wo ich auch jung war. Ja, ich bin ja auch CEO geworden, weil ich selber entscheiden wollte. Ja, und nicht von irgendeinem anderen mir reinreden lassen wollte. Und also muss ich es meinen Mitarbeitern natürlich auch zugutekommen lassen. Ja, und da muss man sich zurücknehmen, aber es funktioniert. Es funktioniert auch immer besser. Oder Daria? Das ist ja so ein Kulturthema. Ich halte mich erstmal. Ja. Nein, passt. Ja, ich meine, das ist ein Kulturthema auch, ne? Also ja. Das heißt, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verstehen eure Mission, eure Vision ist. Ja. Ja? Die haben wir in langen Schritten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern neu aufgesetzt. Als ich damals CEO geworden bin, war das Erste, was wir gesagt haben, okay, bei uns gibt es eine neue Wende. Das DIY-Umfeld hat sich komplett geändert und wir müssen mehr dafür tun und müssen unsere Mitarbeiter mehr mit reinnehmen. Und so diese Klassiker, was man früher immer hatte, ne, mit Leitkultur, Unternehmenswerte und also, ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Also das haben wir dann erstmal beiseite gepackt und haben gesagt, komm, wir lassen den ganzen Schadderatsch weg und wir schauen erstmal, dass wir uns klar werden, wo wollen wir überhaupt hin, was soll unser Nordstern sein, unser Leuchtturm sein. Den haben wir zusammen mit unseren Mitarbeitern auch entwickelt, also jetzt nicht mit allen, aber mit einem Großteil aus der Belegschaft. Und dann immer wieder Feedback gegeben, Rückfragen gegeben. Kommt ihr damit klar? Ist das für euch griffig? Ist das für euch nahbar? Ist das für euch der richtige Weg mit? Ja, und daraufhin haben wir natürlich die Mission, also unseren Weg, wie wollen wir dorthin kommen, mitentwickelt. Und alleine darüber haben wir eine unwahrscheinliche Identifikation mit TOM auch geschaffen, weil sich auch jeder, zumindest die damals mitgemacht haben, die konnten sich wiederfinden.
Und die waren dann letztendlich natürlich auch Multiplikatoren in unserer Organisation gewesen. Und das ist bei unserer Organisation, die deutschlandweit verteilt ist, nicht so einfach, alle zu erreichen und alle auch mit demselben Inhalt zu erreichen. Das ist immer schwierig halt. Mhm. Ja. Und damit gehst du jetzt von dem Thema Kultur auch in Richtung Kommunikation. Und was ich ja besonders schön finde auch bei euch, ist, dass ihr wirklich einen Dialog auch fördert und fordert mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden. Welche Rolle spielt denn da für dich die Unternehmenskommunikation? Und vielleicht dann anschließend die Frage, wie werden die Mitarbeiterinnen auch auf der Fläche damit eingezogen? Weil das ist natürlich, gerade wenn ihr so viele Mitarbeiter habt, die dann eben operativ arbeiten, ist eine Frage, die bestimmt viele umtreibt. Ja, um erstmal den Schwenk zu Daria hinzubekommen, zur Unternehmenskommunikation. Natürlich, die ist für die Außendarstellung und für die Pressearbeit nach draußen wichtig, unwahrscheinlich wichtig, dass wir auch erzählen können, was wir alles so machen, weil das nimmt nicht jeder so wahr. Und für viele ist die DIY-Branche, naja, Baumarkt halt, ne? Das ist halt für viele eher uninteressant und dabei ist es der coolste Job der Welt, muss ich dazu sagen, im Baumarkt zu sein vor allen Dingen und dort mitzumachen. Und dafür ist Daria schon verantwortlich, auch unsere Ziele, unsere Werte mitzuverkaufen. Nach innen geht es natürlich weiter, ja, was kommunizieren wir nach innen, was wollen wir auch haben, wie kommunizieren wir unsere Haltung, wie kommunizieren wir neue Ideen, wie kommunizieren wir Aktionen, die wir auch machen wollen. Da die Wege zu finden, das ist echt schwierig, weil wir auch eine Belegschaft haben, die total heterogen ist. Ja, die ist mega heterogen, ähnlich wie unsere Märkte, die auch mega heterogen sind. Und wir haben es lange Zeit mit einem Kanal immer versucht gehabt. Mittlerweile haben wir zig Kanäle, weil jeder woanders nachschaut. Und ja, mittlerweile haben wir auch eine App, die unwahrscheinlich guten Anklang gefunden hat, wo Mitarbeiter selber informieren auch, mitinformieren, wo andere Mitarbeiter sich mitinformieren. Also es ist auch eine Wissensdatenbank mittlerweile geworden für uns. Und darauf setzen wir und bauen das auch weiter aus. Aber was wir festgestellt haben, es gibt nicht den einen idealen Kommunikationsweg, wir müssen mehrere nehmen, um auch die unterschiedlichen Generationen, die unterschiedlichen Typen, Leute, Charaktere, um das alles mit abzuholen. Das funktioniert nicht mit einem, da lassen sich auch bestimmte Leute nicht ein. Also manche verweigern auch bestimmte Wege, das haben wir auch. Aber so generell würdest du sagen, also auch dieses, ich meine, du sagst, das ist eine Wissensdatenbank, im Prinzip ist es so eine Swarm Intelligence, ist so der Fachbegriff, glaube ich, dafür. Wenn wir davon sprechen, dann tragen da auch wirklich die heterogenen Beschäftigtengruppen dazu bei. Also auch der Verkäufer, der in der Filiale vielleicht in Stuttgart oder sonst wo steht. Ja, gerade die. Also gerade unsere Mitarbeiter in den Filialen, in den Märkten, die nutzen die App rege. Wenn irgendeine Information fehlt, dann das ist wie eine WhatsApp-Nachricht halt. Ne? Ich trage dort einfach ein, hey, weiß einer davon oder kennt einer das oder ich habe hier ein Problem, kann mir einer helfen? Also normalerweise ist Daria und noch eine Mitarbeiterin, die sich darum kümmern, um Antworten zu geben, die braucht das gar nicht. Das erledigt sich von alleine, weil die Mitarbeiter sich untereinander helfen. Ja, irgendeiner weiß immer was. Dann wäre ja auch ein Teufel, wenn von 18.000 Mitarbeitern einer nichts weiß und da helfen kann. Ja. Das ist super spannend, weil im Prinzip die Kultur, die ihr gemeinsam erarbeitet habt und auch diese Feedback-Kultur, was du ja auch, als du dann dazu kamst vor 10 Jahren, angestoßen hattest, den Prozess, dass sich das dann auch in die Digitalisierung umsetzt, ne? Also in digitale Projekte. Und wir sprechen ja hier auch über Digitalisierung, über digitale Themen. Von dem her würde ich an der Stelle auch mal überleiten zu Daria, weil auch für dich, Daria, du warst bisher so still. Genau, schwierig. Ist natürlich die Frage, in Zeiten auch der Digitalisierung und mit den ganzen Veränderungen, Krisen etc., wie verändert sich da die Rolle der Kommunikation, speziell auch der internen Kommunikation aus deiner Sicht? Ja, also man muss das natürlich auch wieder differenziert betrachten. Wir sind natürlich heterogen, das haben wir gerade schon gehört. Der größte Teil der Mitarbeiter ist eben auf der Fläche und gar nicht so digital unterwegs. Also privat vielleicht schon, aber eben nicht beruflich. Und ich glaube, die größte Veränderung ist einfach, dass die interne Kommunikation nicht mehr rein, wenn sie das überhaupt jemals war, aber oftmals dazu missbraucht wurde, ein Sprachrohr auch der Geschäftsführung zu sein. Dass bestimmte Informationen top-down weitergegeben werden sollten, dass es da relativ wenig Widerspruch gab, dass es sehr lange gedauert hat, bis eine Information wirklich da ankommt, wo sie ankommen sollte. Oftmals auch ein bisschen stille Post, ne? Man wusste nicht, man kippt oben was rein, man weiß nicht genau, ob es auch genau so
wieder unten rauskommt. Und mittlerweile hat sich das eben so gewandelt, dass der Mitarbeiter einfach im Fokus der Kommunikation steht. Es sind seine Geschichten, es ist sein Arbeitsalltag, es sind seine Herausforderungen. Und das Stichwort Schwarmwissen ist tatsächlich, wir haben jetzt die App tatsächlich seit März im Einsatz. Das ist also wirklich ein absoluter Wandel, wie unfassbar gut das funktioniert, wie viel Schwarmwissen wir abziehen können. Es werden auch teilweise Probleme mal offengelegt, die vorher gar nicht so richtig bekannt waren, dass es überhaupt Probleme gab. Auch das ist ja für eine Geschäftsführung auch mal ganz relevant zu wissen. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Mitarbeiter tatsächlich noch ein bisschen besser begleiten muss und sie auch irgendwie ein bisschen an die Hand nimmt, um ihnen auch zu zeigen, okay, wir sind eine offene Kultur. Du kannst auch mal eine Frage stellen, von der du vielleicht denkst, sie wäre irgendwie zu einfach oder zu blöd. Stell sie, mach das. Es wird keiner dich dafür verurteilen, dass du das nachfragst. Und im Zweifel bekommst du vielleicht sogar direkt von der Geschäftsführung auch eine Antwort. Auch schon vorgekommen. Genau. Das ist spannend, also dass du dann auch wirklich selbst dann auf die Themen antwortest, René. Und an euch beide dann irgendwie die anschließende Frage, wie hat sich denn das Zusammenspiel von interner Kommunikation und Geschäftsführung geändert, jetzt auch in den letzten Jahren? Klar, ich meine, ihr nutzt die App und das gucken wir uns auch nachher kurz einmal an, aber wie hat sich das generell verändert und von diesem klassischen Top-Down hin zu, was du ja jetzt gerade beschrieben hast, Daria, mehr auch einen Dialog, ne? Willst du anfangen? Tatsächlich, wie gesagt, der Big Bang kam tatsächlich, wo wir unserer Belegschaft das Du angeboten haben. Ja, das war so, ja, wenn man ein bisschen zurückblickt, das historische Ereignis bei TOM schlechthin, wo eine Aufbruchsstimmung auch so ein bisschen kam. Weil wir hatten dann auch 2 Wechsel in der Geschäftsführung dann gleichzeitig mit dabei. Nicht nur, dass ich den CEO-Posten mit übernommen habe, sondern auch in meinen CFO kam dann gleich neu. Und das haben wir natürlich genutzt, um dort auch eine andere Arbeitsweise mit einzuführen und auch crossfunktionales Arbeiten dort mit einzuführen. Da haben wir schon viel stärker kommuniziert. Wir haben dort auch versucht, Hilfen zu finden über Projektstrukturen dort, dass wir uns anders aufstellen, dass wir anders arbeiten, dass wir anders kommunizieren können dort. Aber es hat noch nie so richtig funktioniert. Ja, und ich glaube, alle Wege, die wir geführt haben, die wir versucht haben, haben neue Erkenntnisse gebracht. Aber so richtig an einen einzigen gab es nicht. Wichtig war, und das war für allen dann irgendwann auch klar gewesen, wenn es brannte, wenn es irgendwo drückte, die konnten zu uns kommen. Also das Vertrauensverhältnis hat sich entwickelt, weil die Kollegen auch gesehen haben, wir versuchen viel. Ja, wir bieten viel an und wir unterstützen dort und lassen auch Fehler zu und diskutieren die Fehler nicht und suchen nicht den Schuldigen. Das haben wir tatsächlich früher. Dafür stand TOM auch. Also wenn wir was konnten, wir den Schuldigen finden. Das war ein riesen Change bei uns. Ja, und da mussten wir weg von dieses Fingerpointing und auch zu klären, okay, was kann man dort tatsächlich anders machen? Wie bekommt man das anders hin? Wie richten wir uns nach vorne aus? Wie schauen wir auch bewusst immer nach vorne und nicht immer nach hinten halt. Ne? Da hilft natürlich auch die App. Die macht vieles transparent, also für mich zumindest vieles transparent. Mein Verkaufsleiter, meine Vertriebsleiter finden das nicht immer toll, weil ich dann auch dumme Fragen dann manchmal stelle. Ja, aber es hilft uns als Unternehmen, sich auch weiterzuentwickeln. Ja, wir sehen tatsächlich auch systemische Fehler bei uns, wo wir glaubten, das funktioniert und stellen dann fest, da haben wir mehr geglaubt, als es tatsächlich passiert ist. Das bringt uns trotzdem alles weiter. Ja, es hilft und mittlerweile gewöhnen die sich auch alle dran, dass es nicht mehr als Kritik gesehen wird, sondern tatsächlich eine andere Perspektive ist. Ja. Eine gute Feedback-Kultur. Ja. Ja, wir üben. Also es ist noch nicht fertig. Es ist noch lange nicht fertig. Ja, das braucht auch eine Weile. Ja, ich glaube, wichtig ist tatsächlich auch, dass der Geschäftsführung jetzt in unserem Falle auch wirklich bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, einfach mit einer Sprache zu sprechen und eine Aussage zu tätigen, die immer die gleiche ist, ohne eine bestimmte persönliche Konnotation vielleicht noch irgendwie mit reinzulegen, sondern dass allen Mitarbeitern auch klar ist, okay, die Geschäftsführung, die weiß genau, wohin es geht, die werden uns durch die Krise irgendwie steuern. Das schafft natürlich auch Vertrauen und am Ende leitet das natürlich auch wieder auf unser Fundament zurück, nämlich Respekt und Wertschätzung, dass jeder einzelne Mitarbeiter es natürlich auch spüren sollte, dass
das schon eine ernste Sache ist, dass die Geschäftsführung das nicht aus Spaß macht, um irgendwie Geschäftsführer zu sein, sondern dass dem natürlich auch Interesse daran ist, das Unternehmen durchzusteuern, jeden einzelnen der 18.000 Mitarbeitern eben gut durchzubringen. Nicht durch die Krise, sondern auch durch den Alltag tatsächlich. Schön, ja, und wir haben jetzt über die App schon gesprochen, ne? Aber wir gucken uns das gleich, wie gesagt, noch an. Wir haben noch ein paar Minütchen. Die letzte Frage, die ich habe, Daria, an dich. Worauf musst du achten, jetzt auch als Kommunikator bei der Kommunikation über eine App und über neue Kanäle? Was ist da wichtig? Was sind die Herausforderungen, die ihr da seht vielleicht? Zum einen müssen wir uns natürlich auch umgewöhnen, dass wir jetzt nicht mehr die einzelnen Kommunikatoren sind, sondern es sind eben 18.000, die kommunizieren. Nicht nur mit Fragen, sondern natürlich auch mit Informationen. Das ist erstmal eine Umstellung. Erleichtert aber natürlich auch viel den Alltag, weil wir genau sehen können, okay, wo drückt der Schuh gerade, was beschäftigt die Mitarbeiter, welche Themen können wir vielleicht auch über andere Kanäle noch mal ein bisschen mehr aufgreifen. Wir arbeiten auch viel mit Videos, mit Podcasts, um so ein bisschen ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die größte Veränderung auch für uns. Ansonsten kann ich tatsächlich nur Positives berichten. Ja, ich glaube, sie wächst noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Sehr schön. Dann, glaube ich, können wir festhalten, dass bei euch auf jeden Fall Mitarbeiterbindung eine Kulturfrage ist, dass es bei euch ganz klar im Fokus steht. Ja. Ihr teilt eure Mission und eure Vision und ihr teilt die natürlich auch über eine funktionierende Kommunikation. Und für euch steht im Fokus, wen ich nicht erreiche, den kann ich nicht an mich binden. Und deshalb versucht ihr alle zu erreichen. Und wie das aussieht, das wollen wir jetzt Ihnen allen nicht vorenthalten. Deshalb würde ich sagen, wir spielen mal das Video. Als TOM sind wir mittlerweile, und das kann ich ganz stolz sagen, auf 18.000 Mitarbeiter angewachsen. Unsere Familie ist richtig, richtig groß geworden. Groß werden bedeutet aber auch immer, bekomme ich alle Informationen, bekomme ich alles an Wissen auf alle Mitarbeiter so weit herunter transformiert, ja oder nein? Die Fragen, die können wir uns alle sparen. Wir haben mittlerweile die Lösung gefunden. Die Lösung ist unsere Tomunity-App. Was ich richtig super finde an unserer neuen Tomunity-App, die Mitarbeiter bekommen hier einen geschützten Rahmen, in dem sie sich austauschen können, in dem sie Dinge nachfragen können und müssen keine fremden Messenger-Dienste nutzen. Obwohl wir die App auf unseren privaten Handys installiert haben, haben wir die Möglichkeit, komplett stumm zu schalten. Das heißt, in Urlaub und Freizeit sind wir trotzdem absolut ungestört. Ich habe heute Morgen den Umbau von der Regaleinheit gemacht. Wir haben Unsere Mikrofone sind auch aus. Naja, ist alles ausgegangen. Will aber keiner. Ach, Stefan wird schon ganz nervös. Oder so. Okay, das war der falsche Regler und ich glaube, wir haben hier technische Probleme, leider. Passiert auch ab und zu bei den digitalsten Unternehmen und Veranstaltungen. Schade, denn das Video ist, glaube ich, sehr, sehr schön und auch veranschaulicht ganz gut, was klar auch eine App bewirken kann, aber viel mehr auch, wie TOM quasi mit Digitalisierung umgeht, was ihr tut auch für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie wichtig die euch sind. An der Stelle sehe ich, das Licht geht an, wir haben noch 8 Sekunden. Vielen Dank an Sie alle für Ihr Zuhören heute, fürs Dasein. Vielen Dank an Daria und René. Dankeschön. Und Sie können uns treffen in der Brüsseler Straße 90. Danke.